Ich komme ja aus dem Drum-Bass-Bereich. Bei solchen Geschwindigkeiten ist das oft essentiell, wie man mixt. So die Produktionsdichte und diese Intensität, die da quasi so in das Programmieren auch von Drums reingepackt haben und das Setting vom Bass zum Beispiel und vom gesamten Sub-Bass-Spektrum, das ist schon maßgebend, würde ich sagen, so für das, was ich gelernt habe. Der Switch zu so dem 4/4er Takt würde ich mal sagen, Ende der 90er, also zumindest der totale Switch, weil mir die Drum-Bass-Szene richtig auf den Geist gegangen ist. Die ist bis heute auch nicht cool, finde ich. Also zu der Zeit war es eigentlich so, wer nicht aus London gekommen ist oder vielleicht London und Bristol, war nicht relevant. Das ist es ja immer auch in allen Szenen. Also wenn man nicht von außen Sachen reinlässt, irgendwie, dann wird es langweilig. Also zum Beispiel privat höre ich kein Techno. Man muss immer gucken, dass man von außen irgendwie viel auch an verschiedenen Zeitgeisteinflüssen mit reinnimmt, weil ansonsten drehst du dich im Kreis. Und das hat Drum and Bass ganz toll gemacht, dass sie irgendwie so quasi nach 6, 7 Jahren eigentlich in der Sackgasse waren. Und da bis heute klingt das ja alles irgendwie einigermaßen so wie Ende der 90er schon, auch nicht mehr aus dem Cycle rausgekommen sind. Durch diese ganzen Veröffentlichungen, die ich gerade so im Vinylbereich Mitte der Nuller oder Anfang der Nuller hatte, taucht man natürlich auch so ganz anders ein in dieses ganze Business. Dadurch, dass man dadurch dann so ein bisschen einen anderen Einblick bekommt und sich natürlich auch so ein bisschen mit anderen Strukturen auseinandersetzen muss, außer einfach nur das Musik machen, sondern man taucht natürlich, man muss dann Verträge machen, den ganzen Kram. Sind mir so ein paar Sachen so ein bisschen, fand ich ein bisschen nervig irgendwann. Und zwar, dass wenn du einen Song fertig gemacht hast, den erstmal ein Label präsentieren musstest. Und wenn du Glück hattest, hat sich das Label das nach 2, 3 Wochen mal so angehört, dir ein Feedback gegeben und mit dir ein Release-Datum vereinbart, was vielleicht in einem Jahr war. Und das habe ich irgendwann als wahnsinnig anstrengend empfunden, Musik zu produzieren, mich darauf zu freuen, dass ich diesen Flash von dem Moment hatte und jetzt quasi noch fast ein Jahr warten musste, bis es rauskommt. Und dann habe ich einfach mein eigenes Label gemacht. Ich hatte im Nachbarstudio jemanden, der im Vertrieb gearbeitet hat. So ging das dann relativ schnell. Ich habe am Anfang auch einen Fokus auf wirklich digital gemacht. Gar nicht so auf physikalische Sachen, sondern so. Habe einfach released. Auch noch nicht so viel. Hatte aber die Möglichkeit, relativ schnell nach der Produktion das Release zu haben. Und das war so am Anfang halt wirklich auch so der Ansatz. Was ich jungen Künstlern immer rate, ist beides zu machen. Zu gucken, dass man natürlich auf kredibilen Labels irgendwie reinkommt, einen Fuß in die Tür kriegt und gleichzeitig aber auch sich nicht davor scheut, vor allen Dingen aber mit einem Kollektiv was Neues zu gründen. Das ist immer der einfachste Weg. Das kann sein, dass sich das Kollektiv dann nach ein paar Jahren trennt, weil irgendwie die Interessen auseinandergehen. Aber so die geteilte Verantwortung und auch die Synergien machen viel leichter. Und der Effekt ist vor allen Dingen, dass Crews über eine Zeit lang zusammenwachsen und sich gegenseitig supporten. Und mit einmal hast du irgendwie so ein Kollektiv, das voll in der Mid- oder in der Upper Class spielt. Als Beispiel jetzt keine Musikcrew. So, ich kenne die noch irgendwie aus vor 10 Jahren irgendwie. Das waren hier so Berliner Locals, die kannte keiner. Die haben dann so ein bisschen hier im Cookies und da mal so ein bisschen, hier so ein paar so Clubs versprengt gespielt, waren auch so noch nicht. Und die haben sich dann irgendwann gefunden und sind dann zusammengewachsen. Und jetzt spielen die auf Ibiza. Und sind halt aber immer noch als Crew. Ne? Mit Rampa und mit And Me und so. Ne? Also das meine ich irgendwie. Das funktioniert oft. Wenn man sich so persönlich auch versteht, kann dieses Zusammenwachsen irgendwie und größer werden auch total sinnvoll sein. Und wenn dann zum Beispiel irgendwie so ein Adam Port oder was irgendwie dann mal von Sven Väth irgendwie gepusht wird, dann zieht er gleich die anderen mit. So, verstehst du so? Und deswegen beides. Sowohl kredibil Fuß rein, als auch gucken, dass man so ein kleines
junges Kollektiv, was vielleicht sogar mal in irgendeinem lokalen Laden mal einen Abend macht, so in irgendeinem Club mal sich vielleicht irgendwie sich platziert oder platzieren kann oder selber eigene Veranstaltungen macht und so und selber sich mal so ein bisschen ausprobieren kann, in welche Richtung es überhaupt gehen will, so ein Kollektiv. Und dann kann man natürlich das gleich auch mit als Label verpacken. Jeder hat mal so ein bisschen Erfolg, aber der wichtigere Teil ist eigentlich die Kontinuität über 5 bis 10 Jahre. Und da hält man manchmal als Einzelner nicht durch. Wenn man keine Zugehörigkeit zu irgendjemandem hat und nichts findet, dann verliert man manchmal die Interesse und die Lust. Deswegen ist es manchmal wertvoll, zusammen so ein bisschen durch so Nadelöhre zu gehen. Weil dann supportet man sich, unterstützt man sich und sagt, ach komm, deine Mucke ist geil und lass dir nichts erzählen und so. Ne? Dann, das bindet dann auch zusammen und jeder Erfolg wird noch mehr gefeiert irgendwie und so. Also ich bin vor jetzt über 10 Jahren nach Berlin gegangen. Zum einen, weil ich schon ewig nach Berlin wollte. Ich wollte eigentlich schon sogar 5, 6, 7, 8 Jahre vorher schon, habe mich halt nie getraut. In Hamburg hatte ich halt schon so ein Setting irgendwie und hier wäre halt alles bei Null. Was auch okay ist für so manch einen, aber ich war dazu unsicher. Und dann jetzt zum Schluss nach Berlin bin ich mit meiner heutigen Frau auch zusammen hier hingezogen, sodass das da so ein Switch dann auch so ein bisschen auch geteilt ist, also auch man nicht alleine ist. Und Berlin hat natürlich international betrachtet einen wahnsinnigen Stellenwert. Also wenn du dahinter hast irgendwie als DJ-Namen irgendwie Hamburg oder München oder Köln irgendwie oder Stuttgart, dann ist es so, ja, alles klar. Und wenn du da Berlin hast, ist es so, ey, Digga, in Berlin, ich war neulich auch mal in Berlin. So in der ganzen Welt, egal wo du bist, irgendwie so, echt, kommst du aus Berlin? Wow, ey, da will ich unbedingt mal hin. Also es ist egal, Berlin hat einen internationalen Mythos und ist natürlich additional zu den ganzen Vorzügen, die es hier gibt, natürlich auch eine Marke, die du quasi auch mitnimmst. Ne? Also, und das ist ja nach wie vor auch der Grund, warum viele junge Leute hier hinziehen. Und sich entsprechend auch hier viel trifft. Ne? Das hat ja nicht nur den Teil, dass die Leute hier hinziehen, sondern die sind ja dann auch hier und bringen natürlich so ihren Teil mit und dadurch lebt das hier einfach. Ne? Nach wie vor. Es wird so gelassen, die Polizei kommt und sagt dann ja hier aber aufräumen und geht dann wieder so. Und jeder, stell es mal in München vor oder so, sofort, klack, sofort Ton aus. Also das heißt, so diese Offenheit hast du auch immer noch hier. Und im Vergleich zu anderen Städten natürlich auch so das gesamte Preisniveau ist immer noch, obwohl es natürlich nach oben gegangen ist, aber ist immer noch ein bisschen weiter unten, sodass auch Leute mit wenig Einkommen natürlich hier auch so Fuß finden. Ne? Die können mit wenig Geld, im WG-Zimmer, was auch immer, trotzdem irgendwie Mucke machen und trotzdem irgendwie zu tollen Sachen kommen. Also das heißt ja nicht nur, weil du nicht finanziellen Background hast, dass du dann nicht tolle Musik machen kannst. Mit dem Album Serenade, ich hatte eigentlich vor, wirklich nur so eine Serenade zu machen, was eigentlich so 5 Songs sind, 5 bis 7 Songs im klassischen Sinne. Und es sind dann doch ein paar mehr geworden, beziehungsweise so 2x5 oder 1x5 oder 1x7 und 1x5. Ich habe das relativ schnell produziert, ich glaube so innerhalb von 2 Monaten oder so, das gesamte Album. Das heißt, ich war da im absoluten Fokus und im absoluten Sweet Spot von dem, was ich so gemacht habe. Es hat einfach alles funktioniert, alle Geräte waren angeschlossen. Ich war auf dem Wissensstand irgendwie technisch, dass ich nicht mehr so viel forschen musste, sondern ich konnte es einfach ganz schnell alles umsetzen. Und das hat quasi so ein bisschen so die Bandbreite präsentiert. Und international hat das ganz schön viel bewegt, ohne dass ich das so wirklich mitgekriegt habe. Aber gerade so im amerikanischen Markt irgendwie ist
der noch so ein bisschen anders aufgebaut ist, irgendwie ist das bis heute durch die Decke gegangen. Also wenn ich da irgendwie in so Städte wie Austin oder keine Ahnung, irgendwie so kleinere, für die ist das teilweise echt so eine Bibel geworden. Und das ist ein großes Vorbild für ganz viele junge Produzenten, irgendwie diese Tiefe irgendwie in der Produktion zu bekommen. Und deswegen war es ein ganz wichtiger Schritt, das Album für mich. Und dadurch, dass ich den zweiten Teil so ein bisschen Format aufgelöster gemacht habe, also so beatless und ein bisschen ambient-mäßig und vielleicht sogar ein bisschen so Back to the Roots mit diesem Drum-Bass-Ansatz oder diesem Broken Beats-Ansatz, hat das natürlich das geebnet, was ich jetzt heute mache, alles. Also, dass ich halt viel mehr Freiheiten habe, was die Bandbreite an Musikalität angeht, was enorm wichtig ist. Weil wenn man als Produzent oder als DJ-Produzent irgendwie zum Beispiel immer nur in so einem ganz kleinen Winkel produziert, dann darfst du eigentlich auch nie wieder was anderes machen. Und das ist okay, so, wenn es so auch dein täglich Brot irgendwie ernährt. Aber es macht natürlich rein von der Produktion her und von technischen und so, es macht natürlich unglaublich viel Spaß, einfach auch viel weitergehen zu dürfen. Und wenn sowas dann irgendwie so ein tolles Feedback bekommt, ist das stimmt einen das sehr zufrieden. Und im Englischen würde man sagen, appreciated. Ich bin mittlerweile mehr wieder DJ als Live-Act. Ich habe natürlich immer noch ich habe CDs und so ein DJ-Setup habe ich hier und so, ich kann das ja, aber sowas verlernt man nicht wieder. Aber ich hatte meinen Fokus schon sehr genau auf das Live-Setten und habe das dann auch so ein bisschen für meinen Geschmack perfektioniert und bin dann aber so international gereist, dass ich an viele Stellen gekommen bin in der Welt, wo die Veranstalter zwar so, oh cool, Live-Act, super, machen wir. Und dann kommst du dahin irgendwie mit deinem Equipment irgendwie und dann 3 Koffern. Ach so, du brauchst Platz. Ah, das ist ja jetzt schlecht. Kannst du das irgendwie so stapeln oder so? Und an solchen Stellen habe ich dann gedacht, ach, wäre es doch einfach gut gewesen, einen USB-Stick dabei zu haben und zu sagen, hey, gar kein Problem, ich lege hier auf. Das wäre für die wahrscheinlich inhaltlich sogar genau das Gleiche gewesen und alle hätten mehr Spaß gehabt. Eine der zentralen Aussagen, die ich eigentlich immer wieder mache, ist Kontinuität. Und Kontinuität ist immer eine Sache von Fleiß. Erfolg basiert immer auf Fleiß. Man muss immer bedenken, dass egal auf welchem Stand man gerade ist, dass irgendwo auf der Welt jemand genau auf der gleichen Stelle ist. Und wenn dieserjenige mehr arbeitet als man selber, wird er zu den Lösungen oder zu den Punkten kommen, die einen weiterbringen, eher kommen als man selber. Das heißt, dieses Challenge-Ding ist auf jeden Fall immer da und das kriegt man mit Fleiß hin. Und immer wieder Practice, Exercising, jeden Tag ein bisschen. Jeden Tag ist es immer noch, dass ich nach 25, 24 Jahren immer noch Momente habe, wo ich denke, und vorher habe ich das nicht geschnallt oder was. Also immer Aha, es gibt immer noch Aha-Momente, immer wieder. Und dann gibt es immer wieder Knackpunkte. Und je eher man die erreicht, desto eher wird man Schritte nach vorne gehen. Und das ist basiert auf immer wieder und Fleiß, jeden Tag. Ich finde es immer wichtig, irgendwie so 3 bis 5 Jahresziele zu haben. Wo will ich sein in 3 bis 5 Jahren? Und dann steckt man sich das fest und dann versucht man, das so gut es geht, hinzubekommen. Und manchmal klappt das nach 3 Jahren, manchmal klappt das erst nach 5, manchmal klappt es gar nicht. Aber man kommt nach diesen 3 bis 5 Jahren mit diesem Ziel immer an einen gewissen Punkt und weiß dann in dem Moment, ach, das habe ich mir mal vorgenommen. Und jetzt klappt es. Einfach probieren, machen. Try and error. So, wichtig. Sich immer neugierig mit Dingen auseinandersetzen. Also auch so das Knowledge, so über die Geschichte von wie Equalizer entstanden sind, Kompressoren entstanden sind, was so der Anfang war. So, ich hatte natürlich so ein bisschen das Glück, dass ich angefangen habe mit ganz widrigen Umständen. Ich habe irgendwie auf dem Atari mit Cubase angefangen als DAW und hatte einen Sampler, der hatte original 8 Sekunden
Stereo-Sample-Zeit. So, da musst du kreativ werden. Mehr hatte ich nicht, nur die Sachen. So. Und dadurch, dass ich dann quasi diese ganzen Sachen so ein bisschen mit denen mitgewachsen bin, irgendwie habe ich halt auch so viel mehr so Forschung betrieben und viel mehr Neugier, viel mehr ins Detail, versucht aus den kleinsten Möglichkeiten alles rauszuholen. Und das rate ich auch allen. Irgendwie immer neugierig bleiben, kontinuierlich, immer wieder machen, immer wieder neu machen. Und nicht alles, was man macht, irgendwie ist wert, auch veröffentlicht zu werden. Viele Dinge sind wirklich nur Skizzen. Wenn du 3 Songs oder 4 Songs produzierst, ist dann so der 4., der dann die Erfahrung von den 3 vorher zusammenbaut. Alles, was du während des Processings bei den 3 Tryouts machst, packst du in den 4. mit rein. Und dann wird es das, was es sein soll. So. Und dann bist du den Schritt weiter. So, geduldig bleiben, immer wieder. Und dann wird das schon.